Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Film in der Aquarellwerkstatt. Mir gefällt unser neuer Trailer richtig gut. Vielen Dank an meine beiden Söhne, die ihn gebastelt haben und auch die Musik komponiert haben. Ich komme gerade von einer schönen Malreise aus dem Harz zurück. Malreisen sind einfach was Wunderbares. Mit einer Gruppe intensiv mehrere Tage lang zu arbeiten, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Vom Frühjahr bis zum Herbst dauert meine Saison für die Malreisen und mittlerweile bin ich in ganz Deutschland und auch in Schweden zum Beispiel unterwegs. Welche Orte für mich nächstes Jahr auf dem Plan stehen, lassen wir hier für euch einmal durchlaufen. Vielleicht sehen wir uns ja auch einmal auf einer Reise. Das wäre schön. Auf so einer Malreise wie auf der im Harz zum Beispiel wird wirklich sehr intensiv gearbeitet. Manchmal bis spät nachts im Seminarraum noch gemalt und natürlich haben wir auch einige Exkursionen gemacht in die wunderschöne Natur. Und von einer dieser schönen Malplätze habe ich heute ein Motiv mitgebracht. Das ist der Wasserfall bei Ilsenburg. Wir saßen mit der Gruppe dort direkt am rauschenden Bach und es war ein sehr schöner Moment dieser Reise. Nachdem wir vor Ort kleine Skizzen angefertigt hatten, entstanden dann im Seminarraum unserer Unterkunft schöne Aquarelle. Bevor ich jetzt mit dem Malen beginne, möchte ich euch noch einmal auf den nächsten YouTube-Malabend hinweisen. Am nächsten Dienstag gibt es dieses schöne Sonnenuntergangsmotiv hier für alle Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt auf YouTube. Es funktioniert ungefähr wie ein Online-Kurs. Ich werde einen Link verschicken, mit dem man sich dann um 19 Uhr am nächsten Dienstag einloggen kann und hier auf YouTube bei dem gemeinsamen Malabend dabei sein kann. Ich werde das Motiv Schritt für Schritt vormalen. Ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen und könnt im Chat auch eure Fragen stellen. Ich freue mich schon drauf. Und wer noch nicht Unterstützer ist der Aquarellwerkstatt und dies gern noch werden möchte, um zum Beispiel bei diesen regelmäßig wiederkehrenden Malaktionen auch dabei sein zu können, der schaut mal bitte unter dem Video, dort habe ich die Steady-Seite verlinkt und vielleicht sehen wir uns dann ja auch. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag, das geht schon bei 2 € los, kann man dabei sein. Nun aber zurück zu den Ilsenburger Wasserfällen und dann geht's los mit dem Malen. Viel Spaß dabei! Hier zeige ich euch mein Skizzenbuch von dieser Harzreise. Dies ist die Tonwertskizze für mein heutiges Wasserfallbild. Wir sehen als hellste Form das Weiß des Wassers und alles darum herum wird zusammengefasst mit einem dunkleren Tonwert. In dieser Dunkelheit gibt es natürlich Variationen, wie zum Beispiel die Steine und Bäume im Hintergrund. Hier liegt nun die Skizze fürs Aquarell. Im Unterstützerbereich werde ich Skizze und Referenzfoto wieder separat per Mail verschicken. Mit einer Mischung aus Cobalt Türkis Light und etwas Green Apatite Genuine beginne ich die hellen Formen im Hintergrund zu malen. Ich arbeite auf trockenem Papier, aber wie ihr seht, ist immer sehr viel Wasser in der Mischung. Ein wenig lichter Ocker, etwas Perylane Green und ein Hauch Jaune Brillant variieren die Grüntöne für den Wald im Hintergrund. Nun geht es mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau für die Steine weiter. Gelegentlich gebe ich in diese Mischung, die häufig variiert, auch einen Tropfen Alizarin Karmesin hinzu. Die grüne Fläche des Waldes ist noch etwas nass und ich nutze den hier liegenden Farbtropfen, um beide Flächen miteinander zu verschmelzen. Die Steine male ich zunächst als größere und kleinere abstrakte Formen. Ich versuche jetzt, das Tempo im Bild zügig zu halten, um das gesamte Bild zunächst einmal locker anzulegen.
Zwischendurch sprühe ich mit der kleinen Sprühflasche und auch mit dem Kunststoffpinsel, um schon einige kleinere Strukturen auf die Steine und in den Waldhintergrund zu bekommen. Weiter geht es mit der lockeren Ausarbeitung der vielen Steine im Flussbett. Dabei achte ich darauf, dass die hellen Formen des Wassers zunächst einmal komplett stehen bleiben. Auf die vorderen großen Steine gebe ich mit dem Kunststoffpinsel wieder einige Tropfen Wasser, so bekomme ich eine schöne Oberflächenstruktur. Nun gestalte ich die Farbigkeit des Wasserfalls. Ich feuchte einige Stellen mit klarem Wasser an und arbeite jetzt mit dem Ziegenhaarpinsel die dunklen Formen des Wasserfalls heraus. Dies geht mit diesem chinesischen Kalligrafiepinsel besonders gut, weil schöne unregelmäßige Strukturen entstehen. Das helle Wasser möchte ich dabei nicht malen, sondern ich male nur die Zwischenräume, die ja etwas dunkler erscheinen. Die Farben hierfür sind wieder meine Standardmischung Ultramarinblau mit Sienna gebrannt und einem Tropfen Alizarin Karmesin. In den entfernteren Formen des Wasserfalls arbeite ich genauso, nur dass hier natürlich die Farbspuren kleiner und auch etwas heller ausfallen. Das Wasser sucht sich ja seinen Weg über große Steine hinweg. Das gibt mir die Möglichkeit, mit der Dunkelheit zu arbeiten, um die hellen Formen des Wassers deutlich zu machen. Unter den Steinen, die im Wasser liegen, gibt es einen dunklen Schatten. Ich arbeite mich jetzt also mit den dunkleren Tonwerten wieder mit meiner Mischung Ultramarin und Sienna gebrannt durch die dunklen Stellen in meinem Referenzfoto. Der strubbelige Kalligrafiepinsel verhindert, dass ich hier zu genau male. Mit Kobalttürkis Light und Alizarin Karmesin male ich jetzt das stehende Wasser im Vordergrund. Zum vorderen Bildrand möchte ich die Farbe etwas dunkler bekommen und ich mische etwas Sienna gebrannt hinein. Auch das stehende Wasser oberhalb meines kleinen Falls male ich mit diesem Violettton aus Kobalttürkis Light und Alizarin Karmesin und gebe dann für die Steinschatten wieder etwas Sienna gebrannt in waagerechten Strichen dazu.
Einige Steine lege ich hier noch als dunkle Form in den Hintergrund. Nun intensiviere ich mit verschiedenen Grüntönen den Wald. Ich versuche mich dabei an die üppige Vegetation an unserem Malplatz während der Reise zu erinnern und verwende meine beiden Lieblingsgrüntöne Green Apatite Genuine und Perilane Green. Einige Baumstämme lasse ich hell stehen und im hellen Bereich in der Mitte des Waldes setze ich ein paar Akzente mit zarten, dunkelgrünen Strichen. Auch ein paar Ritze mit dem Fingernagel deuten Äste oder kleine Baumstämme an. Die Steine im Vordergrund sollen noch etwas dunkler werden. Jetzt kommt zu meiner Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt auch noch etwas Neutraltinte hinzu. Einige helle Formen spare ich bei dieser Lasur jetzt aus. Ich versuche wieder nicht zu sehr auf der Palette die Farben zusammenzumischen, sondern sie relativ eigenständig nebeneinander aufs Papier zu geben. Da immer ausreichend Wasser in dieser Mischung ist, verbinden sich die Pigmente weich zu einer abwechslungsreichen Fläche. Stellenweise nehme ich in die Steine auch etwas Perilane Green mit hinein, um Harmonie zum Waldhintergrund herzustellen. Ein paar Spritzer mit einer hellen Farbe geben wieder etwas Struktur in die vorderen Steine. Den kleinen Baum, der hier rechts vor dem großen Stein steht, wasche ich jetzt mit meinem Flachpinsel aus der trockenen Farbe wieder heraus. Dadurch entsteht eine negative Form, die, wie ich finde, dem Bild hier ganz gut tut. Genauso wische ich helle Bereiche aus den Steinoberflächen heraus, um Licht und Schatten anzudeuten. Nun radiere ich alle noch vorhandenen Bleistiftstriche aus. Vor allem hier im Wasserfall stören mich die grauen Graphitspuren sonst zu sehr. Jetzt leuchtet das Wasser besser. Mit einer Zahnbürste und Titanweiß spritze ich nun noch kleine Gichtspritzer auf die Wasserfläche und bekomme so etwas von der rauschenden Stimmung der Ilsefälle mit ins Bild. Im vorderen Bereich des Bildes setze ich eine Lasur aus Ultramarin und Sienna gebrannt aufs Blatt, um eine schöne Verbindung zwischen dem linken und rechten dunklen Bildteil zu bekommen. Jetzt ist der leuchtende Wasserfall besser eingerahmt und ich bin mit meinem Bild für heute ganz zufrieden. Halt, noch nicht ganz. Den hellen Baumstamm rechts muss ich natürlich noch etwas ausarbeiten. Er bekommt eine schattige Seite aus, ihr könnt es euch denken, Ultramarin und Sienna gebrannt, die ich mit klarem Wasser zur Mitte hin anlöse. Nun bin ich aber wirklich fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt jetzt Lust bekommen, es auch selbst einmal auszuprobieren. Viel Freude dabei und tschüss, bis zum nächsten Mal.